Hallo, ich grüße dich. Dieses Video mache ich, um einfach mal zu zeigen, dass GL echt gut wirtschaftlich denkt. Kann man ja sagen, was man will. Jedes Unternehmen muss ja auch ein bisschen umsetzen, ne? Gewinne machen. Kommt es gar nicht drum rum, auch wenn Spiele kostenlos angeboten werden. Am Ende geht es immer dahin, Kaufoption, Kaufoption. Und GL macht das eigentlich ganz gut. Oder doch nicht? Schauen wir uns das einfach mal an. Hier im Shop, ne? Diese ist klar. Diese Truppkameraden braucht man jetzt wieder für die Sammlung. Um die Sammlung abzuschließen, um eine Kiste zu bekommen. Auch diese Waffe hier. Habe ich gesehen, diese. Kann man nebenbei mal nochmal reingucken. Ja, Pistolen, die waren auch irgendwo drin. Gut, also dieses Sammelevent, Sammlung, ja, das bezieht sich darauf, was du noch nicht hast, kannst du kaufen oder spielen. Gut, da wollte ich aber gar nicht hin. Hier, Events, da will ich mit dir hin. GL denkt ja wirklich, es kaufen immer welche. Ja, da ging es auch gar nicht falsch. Es kaufen immer irgendwelche Spieler irgendetwas ins Spiel. Die mögen im Chat, im Forum meckern, tanzen oder sonst was. Aber am Ende kaufen die meisten doch etwas. Entweder sich in den Ranglisten hochballern zu wollen. Oder ja, anderen gegenüber einfach, hey, guck mal, wer bin ich? Ich knall das alles weg hier und was machst du? Naja, der andere spielt einfach, ne? Nehmen wir mal diese Angebote bei Event. Ist noch nicht viel los, jetzt läuft kein Event. Ostern steht vor der Tür, ne? Feiertags, Spezialbündel. GL denkt ja an uns Community. Die wollen uns ja was zukommen lassen. Die gönnen uns doch was. Ist doch fein, oder? Ist er nicht fein? Doch, das ist fein. Wenn ein Unternehmer an seine Spielerschaft denkt, auch wenn es Geld kostet. Schnurz, piep. Jeden Tag stehen Spieler auf und kaufen was. Bin ich überzeugt von. Auch wenn du und ich nichts kaufen, es gibt welche, die kaufen. Schauen wir uns doch einfach mal dieses Angebot an. Für 9,99 €. Geil, was kriege ich erstmal für 9,99 € für dieses Deckblatt, ne? Sehen wir mal, das ist ein Faltbuch, ne? Kennst du bestimmt, ne? Aufhalten, ne? Kennst du bestimmt. Hier, klicken wir mal rauf. Zweimal kriegst du den. Zweimal ein 12er Truppkamerad. 12er ist schon, ne? Besser als 11 oder 10er, je nachdem, wie du das brauchst. Aber Beschützer, naja. Auch bei Spezialmissionen, naja, gut. Darum geht's gar nicht. Wir müssen den erstmal kaufen, um das Buch aufschlagen zu können. Und um reinzukommen. Was kriegen wir denn noch? Oh, danach kriegen wir gleich ein gratis Geschenk. GL, du bist gut. Du bist top. Was ist das? Das sind diese Verdoppler, ne? Wie viel kriegen wir da? 5 oder 6, ne? Mag eine 6 oder 5 sein. So, das kriegen wir schon mal, ne? Also, gut, kannst du bei Spezi-Missionen verdoppeln. Super. Gehen wir mal weiter. Jetzt beginnt das Spiel. 13, ne? 19,99. Wie viel kriegen wir da? Hier können wir raufklicken, wie wir wollen, ne? Das sehen wir jetzt nicht. Das ist das Geheimnis. Also kaufe erstmal, dann führen wir dich weiter. Ne? Dann siehst du, was du weiter kaufen kannst. Also für mich persönlich ist das absolut überteuert. Für 2, 12. Für 10, also 1 für 5. Also wir kaufen ja beide, ne? 10 €. Absolut überteuert. Die kriegst du überall nachgeschmissen, ne? 13er kriegst du ja 12. Ich glaube, das wird gar nicht mehr großartig angeboten. Hier wissen wir dann noch nicht, wie viel wir kriegen. Gehen wir einfach mal von auch 2 aus oder 3. Oder heißt, ja, Spezialbündel 2. Achso. Zur Aktivierung. Ja, kaufe. Diese müssen wir wieder kaufen jetzt, um dahin zu kommen. Also wir haben dann schon 30 € ausgegeben für... Ich rechne einfach hoch. Lass da vielleicht 3 sein. Ich glaube, da bin ich sehr gut mit Rechnen. 5 bei 30 €. Dann kommen wir hier weiter. Du musst das jetzt natürlich nicht kaufen. Du kannst merken, ach du Scheiße, was habe ich denn hier jetzt schon ausgegeben? Und für 10er, wenn du die jetzt auch kaufst, für 20 €, bleiben wir bei 3, ne? Da siehst du ja, wie viel du hier bekommst. Vielleicht 2. Oder auch 3.
Ich glaube, dass unter 4 dürfte es nicht sein, sonst ist das schon sehr grenzwertig. Aber es ist ein Unternehmen. Ein Unternehmen kann einen Preis beanschlagen, wer es für sich der Meinung ist. Da gibt es keine Richtlinie. Wenn du als Spieler damit nicht einverstanden bist, kaufst du das nicht. Du meckerst rum, du schreibst im Chat, alles Wucher, alles Ausbeute, das und jenes. Aber das interessiert das Unternehmen das nicht, was du schreibst. Das Unternehmen könnte hier unten auch 50 Euro ranschreiben. Du musst es ja nicht kaufen, das ist ein Angebot. Ein Angebot nimmt man an, ne? Man geht auf das Angebot ein, nennt man das im Handel. Dann du kannst ein Gegenangebot legen, aber nicht beim Online-Spiel. Online-Handel ist es schwierig, ein Gegenangebot zu legen. Ne? Das kannst du in einer Ladenrichtung im Laden machen und. Also das nennt man dann, du gibst ein Angebot ab. Ne? Wenn 30 Euro steht, gibst du das Angebot, 25 nehme ich mit. Im Volksmund heißt das schachern, handeln, verhandeln. Weißt du? Das nennt man aber ein Gegenangebot legen. Und das verbindet dann, wenn zugesagt wird. Kannst du hier aber nicht. So, dann kriegen wir aber wieder sinnbefreites Zeug, gratis. Wenn sie hier jetzt einen 15er gratis schenken würden, wäre das, man könnte das im Unterbewusstsein suggerieren. Unterbewusstsein, ne, also sekundär hier. Ja, ich krieg doch einen 15er jetzt geschenkt. Lass mich die doch kaufen. Nein, du kriegst hier Müll. Müll. Das kriegst du überall. Überall. Nachgeschmissen. Dann kommen wir hier weiter. 49,99. Wie viel kriegen wir jetzt hier? 20 oder was? Das ist echt langsam. Oh, da kriegen wir Grusen, ne? Weil ich sehe es mal so, wir werden das hier vorne ausgeben. Das wird sich nicht zusammen summieren, der Preis. Also wir gehen den ersten aus, ne? Den, kommen dann ja automatisch hier hin, holen das gratis Geschenk ab und dann aktivieren wir den hier. Nein, wir müssen den ja aktivieren. Kaufe, um zu aktivieren. Die 20 Euro bezahlen wir nochmal. Dann sind wir hier, ne? So, dann waren wir hier, 50. Wie viel kriegen wir hier? 20, 30 oder was? Also ich möchte mich nicht überraschen lassen, weil die 30 Euro da vorne gebe ich ja nicht aus. Ich werde das höchstwahrscheinlich nie erfahren. Schade eigentlich. Sagen wir mal, ja, wir haben genug Geld, wissen nicht, wohin damit. Der Winter ist vorbei, Ofen brauchen wir nicht mehr anheizen mit unseren 100er oder 500er Euro Scheinen, wenn wir die überhaupt noch in der Tasche haben. Oder 50er brauchen wir nicht mehr. Ja, wo sollen wir jetzt mit dem dämlichen Scheißgeld hin? Wir kaufen den Pull, ist ja kein Pull. Ein 14 ist ja gut, Pull ist es ja nicht. Den Wert legt jeder für sich so oder so fest, ne, so wie er das braucht. So. Dann haben wir uns jetzt da, gut, wir haben uns entschieden, wir kaufen jetzt 50 Euro und wenn wir das davor gekauft haben, wissen wir, wie viel wir hier kriegen. Und wenn die Zahl für dich stimmt, sagst du gut. Jetzt geht es aber mal weiter, es hört ja nicht auf, ne? Dann kommen wir hier an 60 Euro. Auf Lager ein. Ist das dann jeweils ein 13er? Oder was ist das hier? Ein 15er und ein 13er, ne? Ich sehe das so schlecht jetzt hier. Das kann ich. Oh, ich glaube, das ist ein 15er, ne? Ja, ein 15er und ein 13er. Ich schätze mal einer, ne? Weil auf Lager 1 was ein. Ach, ja, dann wird das auch einer sein. Wir können zurückspulen nochmal kurz. Auf Lager 1. Ja, hier stehen aber 2. Ne? Also, hier weiß man nicht ganz genau, wie das schon gemeint ist. Gut, wir geben unsere Kohle aus, wozu ist der direkt da? Ne, wir können ja morgen gegen den Bus rennen und dann haben wir auch nichts mehr vom Geld, was wir irgendwo liegen haben. Eiserner Legionär, das hört sich doch gut an, wa? Das sind ja Truppkameraden, die brauchen wir doch. Die kriegen wir geschenkt dann, wenn wir 60 Euro ausgeben. Also ihr könnt alleine rechnen, ne? Wir haben jetzt 130 Euro, glaube ich, ausgegeben für einige Truppkameraden. Ist das okay? Na klar ist das okay. Warum soll das nicht okay sein? Für das Unternehmen ist das super, wenn du das kaufst. Die arbeiten doch auch für uns. Seht das doch mal so.
Zeit investieren sie. Server muss gepflegt, gewartet, gemacht werden. Fixkosten, Energie, Mieten höchstwahrscheinlich und Löhne, Gehälter, das sind alles Fixkosten, die bezahlt werden müssen. Irgendwie, ne? Und wenn wir alle hier nur kostenlos spielen, ja, dann spielen wir irgendwann nicht mehr. Kostenlos, weil das spielen wir gar nicht. Jetzt kommt aber die andere Frage. Das war nun teuer erkaufen. 130 € waren wir, ne? Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Die Lily Lady. 5000 Rubine. Fangen wir mal an. Einmal, 11. Ja gut, das sind 12, aber das unterscheidet sich nicht großartig. Glaub mir. Absolut nicht. Wenn du den ausgelevelt hast und den, dann kommst du damit auch mit einer 11 gut durch die Spezi-Mission. Da kommst du auch wunderbar durch. 5000 Rubine. Kein Problem. Kann man sagen, gut. Hier kriegen wir auch diese Geschenke, kannst du Tonne kloppen. Diese ersten. So, ignorieren wir, ne? Hier kriegen wir wieder ein 12er und 12er. Ja gut, sind aber nur 6000 Rubine. Da hätten wir beim anderen jetzt schon 30 ausgegeben, ne? 30 €. Für 2 12er und ja, vielleicht 2 13er. Sieht man hier jetzt nicht, ne? Kann sein. Also die Stufen der Truppkameraden ist ein und der gegenüber Bezahlsystem. Aber damit kann ich leben. Ich könnte damit leben. Kein Problem. 12 ist gut. 11 ist auch gut. Auch gut. Ja. Scrollen wir weiter. Hier waren wir, ne? Ja, weil hier gibt es noch nicht gleich ein Geschenk wieder dazwischen, weil das sind ja nur Rubine. 7000 für 213. Ich sage jetzt einfach mal 213, da können nur 3 oder 4 sein, weiß ich nicht. Aber ich kann nur sagen, was ich sehe. Und ich schätze mal, es werden nur 2 13er sein für 7000 Rubine. Die werden uns ja nicht 4 13 auf den Tisch packen. Auf keinen Fall. Dann kriegen wir was geschenkt. Das geht. Ne? Verdoppler und diese, die sind auch gut, diese. Ja, die taugen auch was. Gut kann man sagen, ja, für Rubine, wenn du da 500.000 liegen hast, dann kannst du das kaufen oder tauschen. Ich sage immer tauschen. Das ist ein Tauschgeschäft. Kaufen tue ich nur irgendwas für Geld. Euronen. Rubine, wenn ich die nicht gekauft habe im Angebot, sondern erspielt habe, dann tausche ich die ein gegen das hier. So behandle ich das immer für mich. So, die kriegen wir dann geschenkt. Und dann kriegen wir nochmal einen gratis, einen 14er. Jetzt fängt man an zu rechnen. Jetzt rechnen wir einfach mal, ne? Wir haben 7.000, 13.000, 18.000 Rubine ausgegeben für 1, 2, 3, 4, so wie ich das sehe. 5, 6, 7 gute Truppkameraden. 18.000. Jetzt gucken wir einfach mal, was uns die 18.000 kosten würden. Hier unten, ne? Bei Währung. Ja, zu viel, ne? 100. Ja. Mehr gibt nicht. Das ist Energie. Geld. Braucht kein Schwein in diesem Spiel irgendwann mehr. Wie ihr seht, ne, ich habe auch 2 Milliarden, 47 Millionen. Das liegt nur rum, das Scheißgeld hier. Das möchte ich in Euros haben. Da würde ich auch mal ein bisschen 130 € für ein paar Truppkamera. Okay, kaufen wäre zu teuer. Ach, das ist auch Energie. Hier gibt es nur Rubine. Das ist alles Energie, sehe ich gerade. Ach so, nein, 9000 Rubine und 12 Energie. So funktioniert das, ist klar. Aber kaufen wäre zu teuer, das seht ihr selbst auch 180. Das geht gar nicht. Also, Rubine erspielen wir dann halt eben. Wir erspielen ja eh das meiste in diesem Spiel. Ne? Die können wir auch hier bei Spezialmissionen erspielen. Hier. Da können wir dann Rubine erspielen. Lass uns ein bisschen Zeit. Aber trotz alledem, wenn ihr geil auf Truppkameraden seid, dann erspielt doch einfach diese Kisten. Wenn man eine Kiste sucht, ihr kennt das, ne? Da, hier, guck mal. Das wäre doch eine geile Spezialmission. Hast schon mal 60 Rubine, 2 Kisten drin für Truppkameraden. Wenn du Glück hast, ist immer eine drin in einer Kiste.
Das sind normale andere Kisten, ein Tag verdoppelst, hast 4 Kisten, 120 Rubine. Das ist doch günstiger, oder? Weil fängst du das Spiel jetzt an, glaube mir, brauchst du das nicht kaufen. Brauchst du das auch nicht kaufen? Für 70 € zieh dir das rein. Das brauchst du nicht kaufen, das bringt dich kein Stück nach vorne. Weil du erstmal die Spezialmission freischalten musst. Also du musst die Mission erstmal alle spielen bis 32. 2 € für einen Elfer. Und auch nochmal reingucken. Spezial-Kettenbündel. Okay, 2 € für einen Elfer ist billiger als davor, ne? Ja, da wollten sie, wie viel haben? Wollen wir noch kurz gucken? Ich gucke noch mal kurz. 10 € für 2 12er. Wo waren wir jetzt drin? Genau. 10 € für 2 12er und hier kriegen wir, ja, wenn wir 5 11er haben. Das ist schon ein bisschen günstiger. Also, gucken wir mal rein. 4,99 nochmal. Ja, vielleicht sind das jetzt auch schon 2. Ne? Weiß man nicht. Also ich denke mir, hier ist ein 13er für 10. Siehst du, für Sammler. Für das Event Sammler. Das kommt auch noch im Sammler, ja. Davon habe ich massig. 19,99. Also, ich sage jetzt meine Meinung. Kauft das nicht, das Zeug. Alles Quatsch. Mit Waffen, bin ich ehrlich, scheißt uns GL zu. Mit Rüstung knallt uns zu. Ihr kennt so einen Wäschehaufen, ne? Wenn das heißt, ich muss Wäsche machen, ne? In der Großfamilie, ne? Dann kennt ihr den Berg, ne? So schmeißt GL uns mit Rüstungen zu. Und die brauchen wir nicht. Ich brauche in der Regel maximal 15 Rüstungen. Dann bin ich durch für das, was ich spiele. Ich spiele nicht Arena, ich spiele nicht dieses andere Gedöns hier, was viele spielen. Wenn du noch kurz Zeit hast. Also Arena spiele ich nicht. Und das hier, wenn das noch hier ist. Nee, diese Celtic-Zeugs hier. Skyline-Gefecht spiele ich nicht. Das sind mir zu viel Gedöns. Das ist, ach, der Mann. Ich spiele noch andere Spiele, ich mache Videos. Ich habe keine Zeit, alles jetzt zu spielen. Clan-Zeugs hier spiele ich gar nicht. Nur wenn hier jetzt mal hier so ein Hongkong, aber da spiele ich meist die klitzekleine Spinne nur, weil diese Dinger hier, ich muss sie nicht haben. Wenn ihr das alles braucht, ja, dann braucht ihr ein paar mehr Rüstungen, auch ein bisschen mehr gute Waffen. Das entscheidet ja jeder für sich, was er spielt. Aber ihr müsst hier echt nicht überteuert irgendeinen Müll kaufen, glaubt mir. Wie dieses hier zum Beispiel. Das meine ich, was ich dir gezeigt hatte mit den Truppkameraden. Den brauche ich noch, dann kriege ich diese Kiste. 500. Ich den irgendwo bekommen, irgendein Event. Die habe ich auch nur durch Events bekommen, die habe ich nicht gekauft. Dann kriege ich diese Kiste. Dann sage ich, okay, ja, diese Waffe, Überlebenshut habe ich drin. Ich hole mir jetzt nicht diese Waffe, hier, die habe ich dir gezeigt. Für wie viel? 20? Was war das da? Keine Ahnung. Könnt ihr alle nachkaufen, aber das rechtfertigt doch dann nicht diese Belohnung. Die 15 holst du bei UW, wenn sie mal wieder drin sind für 500.000 Schlagpunkte. Oder du lässt es sein, sagst die 13er, 14er reichen auch für meine Spielmechanik, für mein Spielsystem, wie ich das Spiel spiele. UW, die benutze ich gar nicht mehr. Die hatte ich gar nicht lange an, da habe ich mir eine bessere geholt. Und. Also GL wirtschaftlich denkt gut. Jetzt liegt es an dir, spielst du das Spiel mit. Sagst du, ja, ich kaufe mal ein bisschen was. Ist auch okay. Man kann Unternehmen immer ein bisschen was zukommen lassen. Aber nicht, wenn das Verhältnis nicht stimmt. Okay? Also wenn ich die Sachen, die ich jetzt teuer kaufen soll, für einfacher spielen kann, ja, dann erspiele ich das doch einfach, okay? Wenn ich jetzt bei UW zum Beispiel nicht diese jetzt hole, UW, ich habe eine Schlotterrüstung an, sag ich mal, und die bieten mir da für 50 € ein super Set an, mit Waffe zum Beispiel, aber meist bei 50 liegst du nur bei der Rüstung.
Aber es gibt ja auch andere Rüstungen, da liegt das Set mal bei 40 mit Waffe und. Kann ja alles möglich sein. Du bist ja auch ein Spieler, der auch warten kann. Ne? Der sie nicht rennt und dann über seine eigenen Füße fliegt und nächste Woche ist ein super Angebot drin und du sagst, scheiße, ich hab 50 Euro zu viel jetzt ausgegeben. So eine Idioten sind wir ja nun mal alle auch nicht. Wir können ja auch ein bisschen warten. Ja, dann holst du ein Set. Das heißt aber nicht, dass das Set immer gut ist. Vergiss es. Das ist nicht immer gut. Ne? Das wird beschnitten, ne? Ihr kennt ja Beschneiden, was Beschneiden ist, ne? Und so werden auch in Spiele Items, Waffen, Rüstung in vielen Spielen beschnitten. Sobald immer was Neues auf den Markt kommt, wird das alte beschnitten automatisch. Weil das neue ja besser ist und die Schadengrenzen von dem, was du hast, höher gesetzt werden oder runtergesetzt werden, je nachdem. Ja, dein Schaden, den du mit der Waffe machst, ja, der wird runtergesetzt, also du machst weniger Schaden, als du das kennst, deswegen wundert man sich manchmal, wieso dauert das jetzt so lange, wieso komme ich ewig nicht auf die Punkte, die ich vor 3 Wochen erspielt habe. Ja, dann wurde dein Set beschnitten, ne? Oder deine Rüstung, du kriegst, ja, du hast nicht mehr die Verteidigungswerte, die deine Rüstung hatte. So funktioniert jedes Spiel. Da braucht man sich nichts vormachen, dass man nun das Schlauste ist und versteht, wie ein Spiel funktioniert. Genau so funktionieren die Spiele nämlich. Und deswegen musst du, also ich nicht, gebe nicht 100 Euro für irgendein Set aus, was in 2-3 Monaten so was von beschnitten ist, dass ich wieder ein neues brauche. Nein, mache ich nicht. Du kannst es natürlich machen, aber ich wollte ja eigentlich nur ein kleines Video machen. GL ist ein gutes, wirtschaftliches Unternehmen. Daumen hoch, wa? So, bis zum nächsten Video. Tschüss.